Heyo, herzlich willkommen zu einem kleinen Reaction-Video hier. Best Ships for Pyro in Star Citizen. Lawless Baron hat mal wieder hier ein Video rausgehauen. Und wer Lawless Baron kennt, der weiß, der ballert viele Videos raus. Und sehr viele sind sehr spekulativ. Und ich finde es durchaus unterhaltsam. Also erstmal finde ich grundsätzlich seine Videos gut und unterhaltsam. Aber ich finde es auch nochmal besonders unterhaltsam, dass er oft so kleine Anhaltspunkte nimmt und darüber dann einfach Videos drumherum strickt. Und ich versuche das so ein bisschen einzuordnen hier in meinen Reactions und versuche das so ein bisschen, ja, was ist denn dahinter? Was kann man wirklich so sehen oder sagen? Und was ist jetzt eher Wunschdenken oder Träumen oder was auch immer? Und das versuche ich hier so ein bisschen zu unterscheiden. Und dementsprechend freue ich mich auf dieses Video und bin sehr gespannt, was er denkt, was denn das beste Schiff für Pyro ist, was wir noch nicht haben. Also wir haben ja noch nicht Pyro, deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie er das schon genau weiß, was denn da das beste Schiff sein wird, wenn Pyro noch nicht mal am Horizont zu sehen ist. Ich weiß, irgendwann kommt's, es ist ja schon quasi fertig und so weiter, aber haben wir schon mal richtig Gameplay gesehen in Pyro? Nein, wir haben ein paar Missionen auf dem Boden mal irgendwie gesehen. Ja, das haben wir. Aber da war das Schiff jetzt komplett irrelevant. Von daher bin ich gespannt, was er uns hier zu erzählen hat. How are you all doing today? I hope you're doing Und natürlich mache ich euch hier die Untertitel an. Und zwar auf Deutsch. So. Das muss natürlich sein. Bitte, bitte. great. Today we're going to be talking about Pyro and what ships Ist das schon die beste Qualität? Das sieht gerade irgendwie nicht so gut aus. could really do Ja, good in besser. Pyro. Now, this is just a general discussion. It's nothing really directed at any sort of specific ship or any type of category of ship, but broad discussions over ships in general. Now, Okay. we will be doing videos into the future on like top 5 ships that could do good in Pyro and just our thoughts and opinions on this, and I want to know what you all think about this down in the comments. And I know that everyone's going to say combat ships, but it may Sicher? Warum sollte jeder sagen Combat Chips? Pyro könnte gefährlich sein, man ist ja auf sich alleine gestellt und so weiter. Aber gerade wenn man so komplett die ganze Zeit auf sich alleine gestellt ist, dann will ich mich doch nicht darauf verlassen, dass mein Schiff kämpfen kann. Dann will ich mich doch darauf verlassen, dass mein Schiff fliehen kann. Also das wäre mein Ansatz. Wenn ich irgendwo bin, wo ich mein Schiff nicht andauernd reparieren und auffüllen kann und Raketen bestücken und tanken und so, dann will ich doch ein Schiff, das entweder gar nicht erst entdeckt wird, so würde ich rangehen, oder ein Schiff, das möglichst gut entkommen kann aus Gefahrensituationen. Feuerkraft würde ich da relativ weit unten ansetzen eigentlich, weil du weißt ja nie, kämpfe ich jetzt hier gegen eine Corsair oder gegen eine Staffel Fighter oder was auch immer. Weißt ja nicht, was die Piraten da haben, was die Spieler irgendwie da mitbringen und so weiter. Weißt es ja nicht. Also, solange du nicht weißt, was dein Gegner ist, kannst du ja auch nicht sagen, ich bringe die Waffen, um den Gegner zu besiegen, weil du weißt es ja nicht. Aber man weiß schon, welche Schiffe auf jeden Fall ganz gut entkommen können aktuell. Ja, die gut schnell sind halt. Ne? Darum geht es eigentlich aktuell am meisten. not be combat ships. We just don't know. So, don't forget to join our Discord. Link is in the description. Use my Star Citizen referral code. We have merch. Also ich meine, da ist ja noch nicht mal das neue Flugsystem drin. Also wenn 4.0 rauskommt, werden wir schon das neue Flugsystem haben und so. Das macht die Spekulation jetzt hier natürlich noch unsicherer. Da weiß man ja nicht mal, welches Schiff dann eventuell am besten entkommen kann. Nicht mal das weiß man ja jetzt. We have everything. Check all the links in the description. Bratpfanne for anything braucht that man you an Bord, want. ja. Caterpillar, So Cutter. today- Ja, aber mit der Caterpillar, die ist halt schlecht bewaffnet und kann nicht gut entkommen auf jeden Fall. Die Cutter, die ist doch relativ Standard einfach so. Sie ist jetzt nicht herausragend in irgendeinem Gebiet, also würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber würde ich jetzt auch das Cutter und Caterpillar, ja, meinetwegen so. Aber eine Caterpillar alleine würde ich schon wieder nicht nehmen unbedingt. Ich glaube, so Schiffe ausschließen geht eher aktuell, als zu sagen, das sind die besten. We're going to be talking about ships and just going over what could do really good in Pyro, maybe what won't do as good, but again, we don't know. And this is just some fun that Gut, er sagt es ist nur Spaß hier, wir spekulieren nur ein bisschen aus Spaß und das finde ich genau richtig. Wir lassen uns drauf ein, wir spekulieren ein bisschen mit. I like doing. I want to look to the future. I want to get people prepared. Liberator. I just want to have a little bit
wenn du Leute dabei hast, die auch deine Fighter bemannen oder die Schiffe, die du dabei hast. Weil nur eine Liberator allein ist wieder so ein bisschen. Und da brauchst du halt auch Treibstoff. Dann musst du gucken, ob du genug Treibstoff mit der Liberator auch transportieren kannst. Und wenn nicht, brauchst du eine Starfarer. Und dann schon hast du eine kleine Flotte. So, irgendwie sowas. Aber so soll es ja auch sein. bit of fun because at the moment it's pretty quiet, it's pretty dull, and yeah, so let's get into it. So, talking about ships, it can be any style of ship. Now, the one thing that has been coming to my mind, the one ship that I have been thinking about is the Mercury Star Runner. And a lot of people are going to say, well, you know, it doesn't have any combat capability and it doesn't really have anything to asset over there, really. And that's correct. But what if we did see a little bit of Ich würde sofort sagen, ja, Mercury total. Schnell, wendig, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Atmosphäre. Für die Größe natürlich. Und du kannst theoretisch schmuggeln. Und vielleicht sehen wir ja schon, wenn wir schon mal am Spekulieren sind, vielleicht sehen wir ja auch Schmuggel-Gameplay. Dann richtig prominent. Dann, wenn hier man immer zwischen Pyro und Stanton hin und her wechselt. Ja, also, data running come in as we go to Pyro. But again, I don't want to use it for that particular sort of game loop. I'm using it for the smuggling, the speed, the agility, everything that ship has would be perfect to go over to Pyro. Specifically because it's good at running, it's good at getting away from trouble, and it's just a good general ship. So if you were to smuggle, Ja. you've got that little, smuggler's hold to hide anything from potential pirates, any sort of gangs, and just generally bad people so that they don't attack you. But again, it's Pyro, so anything can happen over there. And again, yous are probably going to think that, I'm going to name the Carrig. Yeah, the Carrig might do really good over there, but it's going to be chunky. It's going to be a big girl. And that's something that Ja, also auch da, ne? Es ist halt, du brauchst auf jeden Fall die Crew. Aber ich glaube, das sehen wir jetzt sowieso mal als Gesetz an, egal welches Schiff man hier nimmt, man braucht natürlich die Besatzung. Bei der Carrack brauchst du halt die Leute, um an den Waffen zu sein. Selbst wenn du versuchst mit der Carrack nicht zu kämpfen, wenn du ins Gefecht kommst, brauchst du Leute, die da sind. So, das ist einfach Fakt. Ansonsten bist du da ziemlich wehrlos einfach. I can see me Aktuelles Spiel. Irgendjemand schreibt sonst jetzt wieder, ist schon am Kommentare schreiben. Aber mit Serverblades geht das dann. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher du es weißt. Aber ich glaube, das wird nicht unbedingt super easy sein, eine Carrack alleine komplett zu automatisieren und dann. Also ich glaube, dass nicht aus dem Grund, weil ich es für unrealistisch halte, dass sowas möglich wäre oder dass das Spiel das kann oder so. Ich glaube, CIG wird nicht wollen, dass wir das machen. Ich glaube, CIG wird einen Weg finden, uns das so unangenehm wie möglich zu machen, ein ganzes riesiges Schiff komplett zu automatisieren. So, das so meine 2, 3 Sätze dazu. Ich glaube auch, das wäre cool und das wäre sicherlich eine nette Funktionalität. Ich glaube aber nicht, so wird es ins Spiel kommen. Deswegen eine Erwartungshaltung dementsprechend anpassen, dass wir es einfach nicht wissen, bis es da ist. being a problem over there, like the Polaris or Ja, das ist natürlich eine gute Frage von solche. Wie soll das funktionieren, wenn jeder die Schiffe mit Schmuggelverstecken kennt und so weiter. Die NPCs kennen die dann ja vielleicht nicht oder so. Und ja, jemand anders scannt dich ja vielleicht dann auch nicht. So, deswegen, so wird das Schmuggeln funktionieren. Das ist irgendwie ein Compartment. Das ist extra irgendwie mit extra Schilden ausgestattet, also irgendwie mit einer extra Isolierung. Und das kann halt nicht gescannt werden. Aber wenn die an Bord kommen, dann finden die das halt vielleicht trotzdem. Wer weiß. Was würde gegen eine Kraken für Pyro sprechen? Ich glaube, es gibt einen Punkt, der macht sie in Pyro unusable. Also den kann man nicht dort verwenden wegen diesem einen Grund. Und das ist, dass es sie noch nicht gibt in-game aktuell. Reden wir jetzt auch über Schiffe, die es noch nicht gibt. Du hast ja eben auch, nicht du, aber wurde ja auch gerade eben schon die Liberator erwähnt. Gibt es ja auch noch nicht. Also fassen wir jetzt alle Schiffe mit ein. Weil dann wird das ja nochmal, dann würde ich sagen, schön die Polaris. Hast einen Hangar mit dabei, ich glaube, du kannst ein bisschen auch langschränken. Dann würde ich jetzt einfach mal schätzen, das wäre dann die Polaris. Bei der Kraken brauchst du auf jeden Fall wieder eine Menge Leute. Da brauchst du eine Menge Leute. Bist theoretisch ein einfaches Ziel. Aber ja, an sich würde ich sagen, das geht schon. Pyro gibt es auch noch nicht. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, Pyro wird es geben, bevor es die Kraken oder die Liberator gibt. Aber weißt du was? Keine Ahnung. Weiß niemand.
or the Carrick, the Merchantman, if it is going to be as big as it is, and maybe if it's not going to be as maneuverable as what we all think, I think that is going to be a potential issue for when we go over to Pyro, just because of the fact that, you know, we need ships that are quick, and we need ships that can go into quantum like as soon as we can. But again, we are getting master modes in, so that could potentially free up some of that issue when we just go into that quantum mode where you just jump straight out of an issue. And maybe, just maybe, that could solve some of our issues with these ships. But I really like just thinking about this sort of topic, because it seems that, you know, it creates a little bit of a spark in someone's mind and thinks a little bit differently. So what about the Drake Corsair? Yes, it's got a lot of firepower. She's a big girl, and Ja. maneuverability has changed slightly in 3.18. I'm not going to lie, I haven't flown it around in 3.18 to see the difference between the 3.17.4 and 3.18. But again, I think that's another ship that would go really well, because it is like... Ich vergesse immer, dass es ja auch noch 3.17.4 gerade gibt. Ich verwechsel andauernd die... Sorry, Leute, wenn ich das schon ein paar Mal gemacht habe heute im Stream. Ich verwechsel andauernd noch 3.17.4 und 3.18 im Kopf. Einfach so. Ich habe doch sogar gesagt, ich habe es im PTU getestet. Ich Idiot. Ich habe 3.17.4 getestet, nicht 3.8. Ich bin auch komplett verwirrt heute. Das wirklich... Star Citizen macht mich langsam verrückt. Nein, natürlich nicht, aber ich bin einfach immer noch so... Immer diese ganzen... Naja, ist nicht so schlimm. Like a pirating style ship. It's a really good exploration ship. The only thing it would lack is the armor. But again, I think that thing would do really good. You got the Cutlass Black, the Cutlass series. I think they would do really good as well, especially like the Cutlass Blue being like the medical variant. No, sorry. The blue is like the police variant. The medical red, the Cutlass Red is the medical version. I'm an idiot. So I think that would do really good over there, you know, being the Ich find's gut, dass auch ab und zu mal verwirrt ist. ship that it is. Nice, quick, agile, not really too complicated. And then if you were to do a bunker mission or any sort of mission, you can go in there and then heal and shoot out. But again, don't forget that is only a tier 3 bet, so it's only like minor injuries and whatnot. But going into it, maybe again, like something like... Gibt es 3.17.5 jetzt? Habe ich schon wieder irgendwas komplett verpasst? Ah, Mann. Galaxy, it might do well, but again, it's going to be a chunky girl. It might be more maneuverable than I think it is, but again, you have to take into consideration the size of these ships. And I think, you know, the smaller, the better. I don't know, but again, you just gotta... I'm just trying to take all this into account. Maybe the Spirit series, that could do really well. Looking at something like the Redeemer, again, the maneuverability isn't too great, but again, that does have quite a bit of firepower. Ja. But again, if you come across multiple targets, will it be enough to get you out of strife? I mean, are you going to have that time to turn around and do what you need? Now, personally, I'm probably going to take the Drake Cutter over there. And again... Die Cutter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. That's probably not going to do as great as what I would like it to do, but it's going to be one of those ships that I can stay low in. I can sort of stay out of everyone's way. The signature on it isn't as much as what I would in some other ships, like the Carrick, maybe the MSR. Naja, auf jeden Fall. Ne? Man erwartet jetzt nicht besonders viel bei einer Cutter. Aber gibt halt einen Grund auch, warum man jetzt nicht unbedingt sagen würde, oh, die hat bestimmt das Wertvollste geladen. Weil es ist halt nicht das bestbeschützte oder das bestbewaffnete oder das widerstandsfähigste oder irgendwas Schiff. So, du kannst es halt mit einem dedizierten Jäger schon gut ausscheiden, würde ich denken. And I can just sort of enjoy getting my time around the verse. So again, you know, we might not come into a lot of these people and a lot of like just general enemies across this system, but again, we need to be prepared and we need to be ready to knock heads if we have to. The way I said that, that's kind of funny. But again, like going into it, depending on what you're doing over there as well. So like you could be doing cargo running, you could be doing refining, you'd be doing salvaging, you could be doing just purely combat missions, you could be going over there to loot. I don't know, we just don't know what's going to be available over there. Hey, wir wissen es nicht. And you know, I don't know myself, but I think another one that could do really good is the Terrapin. It's a nice hardy little Die Terrapin? Das ist gar nicht mal so dumm.
Das ist ziemlich schlau, würde ich sagen sogar. Du kannst deine Signatur niedrig halten, du kannst weite Entfernung scannen, aber du hast ganz gute, du kannst ein bisschen was aushalten auf jeden Fall. Du hast ein Bett an Bord. Kannst ja auch ein bisschen Fracht dir reinwerfen, ist halt nicht gesichert, aber bist halt nicht gut bewaffnet, aber das ist ja nicht schlimm. Darum geht's ja dann in dem Fall nicht. Die Terrapin ist gar nicht mal so schlecht eventuell. Lawless Baron? Nicht schlecht. Gute Idee. Ship. It's fast, it's designed to go scouting into hostile environments and take a bunch of fire so that it doesn't really, it's not supposed to take high amounts of damage, but again, it is one of those ships that is literally designed to go into enemy space and, to be a scout ship, and if it were to be caught, it's designed to get out fast, and it, like I said, it is designed to take fire, but again, to how much we don't know. We're still waiting for the armor system to come in. The Gladius, another one is like that's another great Okay, bei der Gladius würde ich jetzt aber nicht mitgehen. Viel zu geringe little Reichweite. ship. Und das ist ja auch, da muss ja nur ein bisschen angeschossen sein und dann solltest du aber schnellstmöglich dich irgendwo reparieren lassen. Also damit hältst du ja nicht ewig durch. Du hast auch nicht besonders viel Frachtraum oder sowas. Und damit meine ich keinen Frachtraum außer den persönlichen. Also bisschen Zeug kannst du ja immer reinpacken, aber. But again, how much firepower can that really take to get you out of a hot scenario? I don't see it being too useful, but I do see it being a good little ship to carry around with something like a Polaris, maybe sit it on the hangar of a 890 jump, and then use that to scout around and get around. The Valkyrie, I think that would be another good option to take in. I'm just thinking, like, when I mentioned the MSR, could the doors be another issue? Like, if you're trying to get Ja, das könnten into sie. your pilot seat quick smart, could those doors be a hindering to that ship? And I know a lot Ja. of people have issues with that. But again, I think it's just personal preference. The F7, I don't think that would be a good ship, but I don't think it would be a smart ship. Again, I'm looking at ships as well that have like sort of in space movement, so that like take for example like a mole or a defender, sorry, where you can actually walk around the inside of the ship and you have that space. Where, if you jump in something like an F7, it's basically just a pilot seat. And I think it might be best to have something like a defender just because you have that sort of movement inside of the ship. Ja, das halte ich auch für einen Vorteil, wenn du lange draußen unterwegs bist und so weiter, dann quasi einfach nur um ein paar Gegenstände im Zweifelsfall mal reinzulegen oder so. And you're not really restricted to just jumping in and jumping out of a ship, where you can actually go into a defender if it's hiding somewhere, and you can hide out and you don't have to be really seen, whether or not that ship gets like detected or not. But again, I think there's a lot of movement space. Maybe a Mantis would do good over there, but again, that's not designed to take a lot of firepower. There's a lot of ships that can take over there. A 400i, the 600i. I think the 600i would do really good, being that the firepower it is. But again, it's a slower sort of ship, and we're looking for something that can go a little bit quicker. Das 600, die fände ich jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Warum nicht? Ja. Aber man ist halt ein gefundenes What Fressen. about the Car 2? Oh, there's a lot Also wenn man versucht zu fliehen. of options there, and I think a lot of people are going to come up with a lot of great ideas. So let us know what you all think of this. Let me know what you're going to intend on taking over to that system, and whether Also ich sag's ganz ehrlich, ich würde vermutlich wirklich die Corsair nehmen. Ich würde vermutlich wirklich einfach die Corsair nehmen. Aber warum nicht auch sowas wie eine 400i? Ich glaube, die 400i wird super sein, auch in Pyro tatsächlich. Auch wenn sie so optisch vielleicht nicht reinpasst, ich glaube, die wird ganz gut sein dort. Könnte ich mir vorstellen. Aber ja, werden wir letztendlich erst dort sehen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was eure Meinungen dazu sind, so was ihr denkt, was da gut sein könnte. Auf jeden Fall kriegt einen Daumen oben. Definitiv. Gutes Video. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Im Stream geht es jetzt noch weiter, aber ja. Und auch gerne auf Patreon unterstützen, wenn ihr Lust habt. Bis bald.